Die Recording starten. So die Dö. Damit sind wir beim dritten Chapter von Perfect Date angelangt. Kommt es an? Da ist es. So, ja, dann starten wir direkt mal in die Story rein, oder? Auf und davon. Continue. Wen sollen wir denn nehmen? Oh, schwierig. Oh, diese Fressen, Alter. Das ist so. Ah. Sag einfach Stopp. Stopp. Du hast aber Dann nicht nehmen wir genau jetzt Stopp, also egal. Ah. Du weißt, es ist leichte Verzögerung im Stream, ne? Da die paar Sekunden kann ich auch nichts dran ändern. So, enter the name. Nein. Was mit dir? Sollen wir denen auch einen Tiernamen geben? So wie dem ersten. Machen wir erstmal random. Verdammt. The Dark Lore. Aber das ist jetzt ein bisschen racist hier. Wenn du an sowas denkst. Wer ist von uns hier racist? Du bist hier racist, weil du sagst, nur weiße Leute können The Dark Lord genannt werden, ohne dass auf ihre Hautfarbe Bezug genommen wird. Wer denkt hier racist, ha? Ha? Nee, aber du bist ja mit dem Namen erst bei dem gekommen. Ja, weil wir vorher mal random Namen ausgewählt haben. What the fuck? War das so? Ja! Warren. Peter. Hannah. Die random Namen sind alle langweilig, außer Changas. Es sieht total aus wie ein Henna, Alter. Ja, absolut. Doreen, Dawn, Dave, Danny, Paul, Jack, Barry, Doreen. Das sind alles so ich suche jetzt. Standardnamen. Random Cat Name Generator. Was? Cat's Main Color. Whiskers. Cat's Pattern Type. Nein, ich will einfach nur einen Namensgenerator, ohne irgendwie drum und dran. Krass. Boy. Mauzebub. Petersilie. Ich meine, Katzennamen. Also jeder Katzenbesitzer nennt seine Katze entweder wie eine Person, die existiert. Your cat's personality. Was hat er wohl für eine Personality? Random merkwürdige Sachen. Ich lese dir mal hier die Personalities vor. Fancy, quirky. Hör mir doch mal zu. Was hat er wohl für eine Personality? Jetzt einfach nur vom Bild angesehen. Und ich lese dir mal die hier vor, die ich auswählen kann. Das doch nicht. Junge! Mädchen! Nein! Okay, dann nehme ich jetzt einfach Fancy. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ja, gut. So. How high can your cat jump? Was glaubst du wohl von dem Bild her, wie hoch er springen kann? Was sind denn das für Fragen, wie man die Katze benennt? Too high. Ich dachte, das wäre random. What color is your cat? Das ist doch nicht random, wenn du einen Fragebogen ausfüllen musst. Fixed. Was ist das für eine Scheiße? What kind of names do you like? Traditional, punny, pop culture, literary. Okay, punny. Was? Next. Your cat hair is short. Mit einem komischen weißen Zeug auf dem Kopf.
Wenn der Name jetzt passt, wird das jetzt sein Name. Da fehlt das IE, aber egal. Es hieß... Hä? Der Name, der mir hier vorgeschlagen wird, ist David Meowi. Ach so. Ich krieg kein E mehr hin. Wenn das M klein ist, geht das dann? Nee, dieses Zeichen. Ja, manchmal ist das so nach Länge. Ich kann das M mittendrin nicht... LOL. LOL. Ich kann kein großes M machen mittendrin. Es sei denn, ich mache Steuerung C. Beziehungsweise Steuerung V. Wie du das einfach kopiert hast und eingefügt hast. Ja gut, dann heißt er jetzt David Meowi. Ohne E, weil es nicht mehr gepasst hat. Ich mag den Generator, den nehmen wir jetzt immer. Was? Accept. Shakalaka. It was a long boat journey. My legs are a bit wobbly as I make my way up to the wooden jetty to meet the security guard who has come to collect me. Wir haben die Dings nicht also das hat jetzt ein bisschen von der Story geskippt. Sehr interessant. Ist auch besser so. ID. Ach, der I Joe. rummage about in my bag until I find the laminated security pass I was issued with on the mainland. Sind wieder 2 Monate später. Dieses Gesicht und dann David Meowi. Hört sich wie ein legitter Name an, ja? Du weißt, woran das angelehnt ist, ne? Nein, weiß ich nicht. Okay. Meine Fresse. Who knows, who knows. Come on. Manchmal hat man Brainfarts. Ich habe immer Brainfarts. Ja, siehst du, deswegen frage ich dich ja. I have to walk at quite a pace to keep up with him. He's not the social type, so we trek along in silence until we are in camp and outside a large tent. Ich finde interessant, wie wir einfach nie erfahren, was mit den anderen passiert ist, die auf diese Insel gekommen sind bevor uns. He's waiting for you in there. Ja, deswegen... Also von den Menschen, meine ich. Deswegen müssen wir ja vermuten, dass da... Warum? Achso, nee, sein Zelt sieht ja auch immer so aus. Glad to have you on board, David Meowi. Shall we just go through a few formalities and then call it a day so that you can get some rest before you start work properly tomorrow? Sounds good to me, sir. So first, shall we have a little refreshment? I have water, coffee, or something stronger perhaps, whiskey? It's a bit early in the day, but sure, I have a small whiskey. Alter. Guter Eindruck. But sure, why not? I have a small whiskey. Jolly good! I can tell you and I are going to get along famously. Till you are gone, like the other ones. He takes a huge gulp from the bottle before passing it to... Alter! Nicht mal in Gläser oder so, sondern direkt aus der Flasche, ey. I try not to show my consternation and surreptitiously wipe the neck with my sleeve before taking a reluctant sip. Da sieht man wieder diese wunderbare Sprache, die hier anwenden. We spent the next hour going through my kit. All typical stuff apart from my super gadget. It's called a catalog. And it does all sorts of swanky things, even plays music. I meet some of the local cats and learn how to scan them with it. Which was a lot of fun. Finally, I'm shown to my tent to settle in for the night. Thanks! Hust. 2 andere sind schon verloren gegangen. While I'm unpacking, I find something very interesting under my bed. It's the personal journal of the previous research assistant, the one before me.
As I read, I begin to discover that there is a lot more going on here than I was told about. It's hard to believe this stuff is true. Maybe the last researcher was prone to fights of fancy. Still, it makes great bedtime story material, and I stay up reading until my eyelids begin to close. In spite of my best efforts to read to the end, I drift into a deep sleep. Na, wo ist Trixie? Alter. Weiß nicht, nehmen wir die diesmal? Ja, kann man, aber eigentlich wäre die nächste Folge ja, Dingsterbumster hier, Changas. Wahrscheinlich Changas und... Wir haben ja eh nur zweimal zur Auswahl. Wir wissen ja gar nicht, ob Trixie überhaupt zur Auswahl steht. Der Theorie nach ist Changas und noch eine neue Katze zur Verfügung. I wake with a start. I can hear the rustling of paper coming from the tent flap. It's a cat with something in its mouth. It has the journal. Wait! But it has run off into the night. I'm chasing a cat at full speed into the forest. I must get that book back. It has everything I need to know in it. Wie er das schon weiß, schon allein, obwohl er halt erst eine Nacht da ist, sag ich mal. I start to feel woozy, and I realize too late that I've strayed into the danger zone. I'm going to be sick. I close my eyes tight and drop to my knees. Meow. I open my eyes. A calico cat is standing in front of me. It drops the journal from its mouth. I pass out. Ach du. Ach, die Szene again, Alter. Ha! Who is Hello. this? Hello, can you hear me? Are you okay? Here we go again, and again, and again. Move back a bit, let him breathe. Has it been beaten? The Sphinx cat is standing over me, staring as I open my eyes. Yes, definitely bitten. Look at its hand. I bring my hand to my face, and through my blurry vision I can make out several deep scratches and puncture marks. The cats watch me intently. Is it real? I saw something in the journal about kidnapping. No. Haha. Du hast das nicht richtig vorgelesen, beziehungsweise ist es nicht angekommen. Kidnapping. Ja. Haha. We're sorry. It was the only way. My head has begun to clear, and I realize that if I can talk to these cats, not only is it all true, but it's already too late. I have the sickness. We need to talk, human. No, we don't. I know what's going on. I've got the sickness. That's why I can hear you. Well done. You really did read it. Most of it, yes. So I wasn't entirely wasting my time. Hang on, you figured it out. It's not my problem anymore. The mysterious cat slinks off towards the forest area. Also ich weiß, die verwandeln sich in Katzen und so, aber dass sie dann die Attitude von denen auch haben, Alter. Das ist richtig. Ich vergesse mein ganzes Leben davor und bin jetzt eine Bitch. Nice. Oh, don't worry about them. They are preoccupied elsewhere. So are you going to help us or not? At the kitties. Well, of course that I am. You need my help and I need yours, if I'm going to find an antidote. Spoken like a true champion. Well, let's hope it's their time lucky. Alter, was mit ihrem Gesicht? Die Hörner. I thought the last one got pretty lucky, actually.
Unfortunately, the last one didn't get very far with discovering what happened to our friends. They didn't make an antidote either. I think with their notes to build on, I'm going to crack this. Well, I promise to give it my best shot at least. Hooray! Hurra. No, hooray. Da war kein Y am Ende. Hurra. Das klingt aber besser. Oh, jolly good show. My catalog starts beeping. But right now, I have to get to work. War einfach witzig, wenn du mit dem letzten Charakter, der das Antidote halt fertig hast, einfach sagst so, nö, ich helfe euch nicht. Pff, fickt euch. Das ist einfach witzig. Wir müssen jetzt eine David Bowie Show ablassen hier. Der wird alles singen und tanzen. Du willst ein Musical daraus machen, oder was? Voodoo, like you do. Oh Gott. Nein, ich kann das nicht. I'm just about to enter the lab to begin my legitimate work when the catalog beeps. A message without any contact information. I mean, I could try, but... Ich konnte das nicht so schnell lesen, da stand irgendwas mit loose, bla. Ich habe Lip gelesen, warum auch immer, keine Ahnung. I remember reading something about messages in the journal, but I was so sleepy last night, I don't recall what it was. I decide to ignore the mystery messenger for now, or I'll be late for work. The professor is already working when I arrive, but I'm not late, so there's no fuss. I get through the day as efficiently as possible and head back to my tent as soon as my work is done. I want to get to grips with finding out all I can as soon as possible. By the way, heute wurde auf YouTube mein eigenes Video mir vorgeschlagen, so. Recommendations for you. Also so Sexy. Oben mit der, bei der Glocke, ne? Denke ich so drauf, hier, wir empfehlen dir das. Und dann die letzte Folge von Perfect Date. Ich denke so, okay, ist zwar mein eigenes Video. Ja, YouTube weiß, dass du selbstverliebt bist. Ja, ich gucke mir aber meine Videos nicht nochmal an. Das ist Jessica. Du bist einfach... Na. Ja, und ich muss ja wenigstens einen haben, der mich liebt, ne? Ich selber, ja. Ja. Wenn es ja sonst keiner tut. Das ist korrekt. So. Romance, dann gucken wir doch direkt mal. Ja. Wie gesagt, ich habe halt echt Angst, dass wenn wir jetzt Trixie nehmen, dass Fluffy Butt einfach komplett geskippt wird. But I don't know. Aber geht doch gar nicht. Wir müssen doch mit jedem Charakter. Ja, theoretisch schon, aber wer weiß. Ja, egal, nehmen wir mal Trixie und gucken, was passiert. Die geile Moko ist wieder da. Die kommt immer bei Trixie, ist dir das schon mal aufgefallen? Ist das so? Ja. Kam doch auch zu anderen Gelegenheiten. Also, immer wenn Trixie halt dabei ist. Böse. Ja. Oh Mann. I can hear a strange tapping sound. And it grinds on my brain until finally I have to go investigate. Ja, die ist ja auch immer die einen entführt da sonst wohin. Na, Catalog Cloud. Nee, die Journals, ja. Der Katalog war ja... Nee, der Katalog war das erste, was er geklaut hat. Danach hat sie immer den Journal geklaut. Bei Rosemary und den mit. Nein, ist es nicht. Das sind wichtige Details. Wie ist das wahre Übel, Alter? I've been taking cats all morning and the sun is high in the clear blue sky now. So it's time to take my break anyway. I decide to follow the sound. I make my way further along the beach to inspect the rocks and cliffs that run around the perimeter of the island. Tap, tap, tap. It's hard to tell if it's getting louder or if I'm just getting more consumed by it. Ist das ein neues Bild? Ja, hatten wir doch bei
Bei Dings da Bums da auch. Achso. Ich dachte, Also wir kriegen einen neuen Teil. jede Katze hat doch neue Bilder. Also das Bild haben wir vorher noch nicht. Das Bild haben wir vorher noch nicht gesehen, aber bei, Ach so. bei wie heißt sie hier denn jetzt nochmal? Die Sphinx-Katze. Snooty Booty. Snooty Booty, da hatten wir auch ein neues Bild bekommen. Also jede Katze hat so ihr eigenes neues Bild. Das Suddenly ist the schön tapping. für die, aber ich habe gefragt, ob das neu ist. Ach, Ja, weil das ja auch eine neue Katze ist. Darauf wollte ich Gut. hinaus. ich wollte darauf hinaus, dass ich das eine Bild jetzt... Ja, und ich habe gesagt ja, weil das eine neue Katze ist. Suddenly the tapping stops and I hear a new sound altogether. It's a strange gurgling, like the sounds of the babbling brook that runs through the deep forest, but I wouldn't be able to hear that all the way from the beach. I stand still and strain my ears, listening intently. There it is again. A short eruption of burbles. I look around suspiciously and notice a barely concealed opening in the contours of the rock face. I feel compelled towards it. As I get closer, the gurgling shapes into gleeful giggles. The fuck? Hello? I wait at the mouth of the cave, feeling like I've been lured here, but at the same time like an intruder. Am I, disturbing you? Human! Human! Da steht jetzt legit Human. Naja. Oh, Trixie, it's you. What are you doing here? I could hear you from all the way up the beach. You're a long way off base. I could ask you the same thing, human, but I won't because I know why you're here. You were drawn to me. I knew you would come sooner or later. I made it nice for your visit. Muhaha. It's a trap. Well, come on in. Humi. Hold me. I don't know Humi. what's... Hold me. And she's disappeared into the darkness of the cave. Also bei ihr ist immer Regenbogenfarben, ey. I squeeze myself in after her, and as my eyes adjust to the gloom, I am at the same time taken aback by the light. We're in a small cavern which should be pitch black, except it's not. There's a light source that my brain can't quite understand immediately. Ja, ich glaube, Trixie ist halt so eine, ach, ich bin hier so nett und freundlich und ich bin so toll und Regenbogen und alles toll, und im tiefsten Innern ist sie einfach die Evil Mind schlechthin, würde ich jetzt so mal behaupten. It's a trap. Ho, 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 ho. Sie ist eigentlich ein Kerl, genau. Was? Du hast gesagt, it's a trap, yes. Ah, who knows? Who knows? We don't know. Maybe it's gay. The rocks, or at least some of them, are radiating with a warm golden pink glow, which gives the tiny cave a peculiar ambience, almost like a trashy nightclub. Hat er das gerade mit einem trashy Nightclub verglichen? Was ist das für ein Scheißkerl? Take a piece of space and make yourself at home. Who me? It's like a trashy nightclub here. Trixie, Alter. what the fuck? Kannst du nicht leuchtende Kristalle mit einem trashy Nightclub vergleichen? Was ist das? Kann man schon. Und hat er Oh, auch. Liebling, du siehst so schön aus. Genau wie die Mülltonne draußen. Das ist so... ist das... Das ist ja kein trashy... Nein, es ist ja nicht trashy im Sinne von ein scheiß Nachtclub, sondern trashy ist halt die Musikrichtung Trash. Are you sure about that? Ja. Der hat nicht gesagt, Was ist das für sie, eine Musikrichtung? er hat halt nicht gesagt, dass es halt aussieht wie ein scheiß Nachtclub, sondern er hat gesagt, es sieht aus wie ein Nachtclub der Musikrichtung Trash. Was ist denn Trash für eine Musikrichtung? Das habe ich ja noch nie gehört als Beschreibung. Ich weiß es auch nicht so genau, was genau da alles drunter fällt, aber das gibt es als Musikrichtung. Ich muss halt jetzt erstmal nachgucken. Was ist denn Trash für eine scheiß Musikrichtung? Das ist, glaube ich, fällt so ein bisschen auch in die Alternative-Branche. Aber auch so, Ja, glaube mich ich, wundern, wenn nicht. Trashy Nightclub. Bilder. Ja. Das ist halt so 90er-Style, 90er-Rock, keine Ahnung. Wo halt viele bunte Lichter und sowas alles. Von der
Von daher passt es, dass wir David Meowi heißen, weil es könnte auch sehr gut sein, dass seine Musik, ja, wobei, nicht alles von seiner Musik, aber es ist halt auch so eine Art Disco-Musik, ne? Ja. I sit where I've been standing as there's not much room here. I start to take in my surroundings. Wow, Trixie, this is fantastic! Like a trashy nightclub. Where is the booze? Where is McMurphy? Alter. All around us are different types of rocks, stones and crystals, all different colors, sizes and shapes. There are piles of the stuff in every nook and cranny, like a little Aladdin's cave. What? What exactly is the display, Trix? Hey, warum ist das? Was hast du immer mit deinem scheiß Racisten und Überkorrektur-Ding? Nimm's doch einfach so hin. Meine Fresse. Das regt mich auf. Das ist witzig. Leute, die sich aufregen on Stream, die sind richtig beliebt, Alter. Ich sagte das. Ja. Da kriegst du Zuschauer. What exactly is this place, Trix? Nom nom nom. Don't you see it? It's trashy. It's my pet. It's where I do my thing. We all need our thing, don't we? Also geht jeder pissen oder was? Nein. Eher das andere, was man im Privaten macht. Oh, sexy time. Kein Wunder, dass es ein trashy Nightclub ist. Weißt du, mit ihr gehen wir direkt auf dem ersten Date in die Romance-Branche, ne? Yes, I suppose, but what exactly is your thing? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, auch nicht. Minerals. I collect them. It's more than just collecting them, though. Embrace them. Ah, sie ist so eine Hippie-Lady. Nein, nein, das heißt, sie benutzt sie als Dildos. Halt. Wer sagt denn, dass Hippie-Ladies das nicht machen? Nein, aber das ist das, was sie mit Embracing meint. Brauch mal irgendwas. All shapes and colors. Nam nam nam. Bin ja immer so am Rumschmatzen. Jetzt wissen wir auch was. Regenbogen. Laufpaddels. In allen Farben. No. So. You hug them? No, silly human. Do other things. Quite more impressive. Ja, siehst du? Hihihi. Trixie giggles. I did that. Yes, I do. Wink, wink. Oh man. But that's not what I meant. I connect with them and allow their properties to become part of me. We combine our energies, if you know what I mean. Wink, wink. Das macht's nicht besser. Nein. Die reitet da immer wieder mehr in die Scheiße. I'm not sure I quite understand. That's good. Leave now. Well, pull down your pants and I will show you. Oh nein, das ist ein schlechter Porno, Alter. It's easier. Nein! The small cat begins nudging and pawing at some of the stones until she has lined them up in front of me.
Ey, das mache ich auch mit meinen Spielsachen, ja. No! Oh no! Es sind sogar Haarige dabei. Guck dir das pinke Ding an. Also das habe ich nicht zu Hause. Meine sind alle Oh schwarz. no! Was ist das, Alter? Oh Mann. Ja, Warum lies sind vor. alle ihre Steine mit Moos bewachsen oder was auch, oder Algen oder was auch immer? Ich dachte, die umarmt die Dinger die ganze Zeit. Here's my island family. Meet No! the grand... Geht sie von links nach rechts vor? Oh nein! Das ist ein exzellenter Kosename. Oh Scheiße! Was ist das? Oh mein Gott. She indicates a long slender pink Oh stone. nein! Camille, smooth and elegant. Don't touch it. Don't touch it, David Meowi. Oh mein Gott. Final! Feel her. In Do your it, ass. human. Oh no. Was ist das? Oh, I run ich my dachte, fingers sie over wären the die Süßeste slimy von cold allen. surface. It feels Oh mein kinda Gott. sticky. Alter. Oh mein Gott! What is this? What are we talking about? What? You are a cat! What is happening? Also ich meine, What? es gibt kleine Dildos für Katzen, Du als eine die Katze. läufig sind. Halt deine Scheißfresse, das ist pink! Ich würde kein Pink benutzen. Was ist Als das? Katze vielleicht schon. Nein. Da gibt's andere Sachen. Das ist so bescheuert. Remind you of anyone? A smile breaks over my face and Trixie begins to giggle. Yep, you got it. Only don't ever tell Snooty that I'm calling her Grandma. What the fuck? Das macht's nicht besser. Nee. Nee. Ach, scheiße. Oh, was ist denn mit dieser scheiß Kack-Episode? Was ist das? Warte mal, dann ist das Jetzt Grüne ist verste- wahrscheinlich McMurphy. Jetzt verstehe ich auch, warum die anderen alle mit Moos und so ein Scheiß voll sind. Mit Haaren. Der Orange ist The Grand- offensichtlich, der Orange ist offensichtlich, Luffy Butz da. Mhm. Das wird wahrscheinlich die weiße Katze sein, der schwarze Stein. Meinst du? Und wer ist der rote? Ja, also ich denke mal, dass der grüne McMurphy ist. Das passt so am besten von denen. Mhm. Der ist ja so ein bisschen wollig. Mhm. Und dann muss der schwarze die weiße Katze sein und der rote, keine Vielleicht Ahnung. erklärt sie es noch, weißt du? Vielleicht kommt sie zum Ja, wir anderen gucken Stein mal. auch noch. Ja, aber das ist jetzt so das, was ich vermute, bevor wir durch sind. Hm. Here. How about this guy? I'm presented with a large, squat chunk of rock, semi-covered with a kind of moss that gives it the appearance of having fur. As I turn it, the light picks up the color and I can see a warm, rich amber tone, almost like marmalade. Warte mal, Okay, was? Amber müsste eigentlich der hier sein, der Orangene. Ja, Makes me laugh out loud. komische Marmelade. Vielleicht mal eine Marmarinenmarmelade, I don't know. That really is uncanny. The mayor, oder Major, in rock form. Mineral, actually. But yes, Gramps has all the qualities to lead my little family. Richtig traurig. I've already moved on to the next stone and the resemblance is striking. It's a dirty green stone that fits very comfortably into the palm of my hand.
It hasn't been polished like Snooty Booty, so it's a bit murky looking, but there are small patches that have been rubbed clean from handling. They are breathtaking emerald, catching the light so that the green sparkles refracting and dancing around the cave. It's beautiful. Yeah, naughty Uncle McMurphy can be like that, don't you think? Naughty. Naughty, naughty. Ja, sag ich ja, der Grüne ist McMurphy. Oh, he certainly can. His charm is very beguiling. So, who's missing? No one. What the fuck? What about Kibbles? Take a closer look. Who, me? I strain my eyes into the gloomy light and see a flat jagged piece of stone next to Fluffybot. And then I get it. It's a pebble. Alter. He is a pebble. We both laugh. It really does seem to capture Kibbles, but it's hard to say why. Weil er ein bisschen rau ist. Aber was war mit dem roten Stein? Soll sie das sein? Das stimmt nicht, Alter. Ich verstehe das nicht. So, hä? It's the... Achso, das ist deins. Geh doch weg. It's the energy. Everyone. Everything has an energy. Sie ist sowas von so ein Hippie, astrologisches, was auch immer, Sternzeichen-Girl. And we're all connected by it. Allow me to demonstrate. Take my paw and close your eyes. I do as instructed and hold the tiny paw in my hand, being as gentle as possible because my fingers suddenly seem fat and clumsy by comparison. What do you feel? Wink wink. She's warm and fragile, and I almost feel like giggling. Alter, was ist das? Was ist das für ein Bild? A bit tipsy, really. What the fuck? Okay, now keep your eyes closed and hold my other paw in your other hand. What is this? What is this? When I have both of her paws, the feeling is intensified. I begin giggling out loud despite myself, and I'm overcome with a delicious feeling of joy. Hat sie ihn gedruckt oder was ist das? Ich sag doch, sie steckt eigentlich hinter allem. Open your eyes. I look down and see that I am only holding one of Trixie's paws. In the other hand is a small clear crystal, completely smooth. Oh, wow, but how? It felt just like your paw, warm and furry. Ew. I know. Trixie is laughing. You were feeling the energy. This is me. Also doch der rote. Ja. Ist merkwürdig, aber okay. Trixie indicates the crystal. My goodness, Trix, this is so cool. Thank you for letting me meet you all. I notice her face change. She looks as tough that she's been... Was? She looks as tough as... Also, she looks as though she's been hurt. Tough. Tough. Oh, Trixie, what is it? Are you okay? This isn't all of us. Ja, wo ist Chungus und Rosemary? What? Ja, wo sind die? There's someone else in my island family, but we don't talk about her anymore. Oh? She was the coolest sister ever, but she's not with us anymore. I ate her. Oh, Trix. Did she pass away? Yes, I needed the color red for my other cave. That's correct. No, such luck. She's being kept alive. What? What the fuck is this about? Trixie Wir kommen von Sexy Talk zu Dead People. Hier. Ja, Not dead naja, nicht people. Dead People, aber... Undead people. Sagen wir mal getortured people. Trixie nudges a small black piece of stone towards me. I pick it up and look at it closely. There's thousands of specks of glitter running through it, giving it an iridescence
Ingredients. It looks like the night... Alter, zu viele Punkte. Yes. It looks like the night sky. I close my eyes instinctively and am immediately overwhelmed by the most intense sadness and despair. It feels as though all the pain in the world is captured in this little black gem. Gosh, Trixie, what on earth happened to her? War das ein Onyx oder so? Can't say. Not yet anyway. Das räumt sich. Dann wären da, glaube ich, keine Crystalline-Dinger drin. Onyx ist ja einfach pur schwarz. Das gibt's aber auch mit weißen Flecken. Punkten. She has taken the stone and hidden it before I even realize it's gone. And suddenly her mood has changed completely again. We need to get you one too. Who, me? You should be mineralized, don't you think? I'm already catified. I'm already getting catified. I don't need to be mineralized as well. Stell dir vor, die will dich einfach crushen in so einen Stein. Ich nehme deine Knochen, um aus dir einen neuen Stein zu machen. I would be honored, Miss Trixie. Das ist in Englisch geschrieben, okay? Hä? Das sieht man auch nicht häufig. Was? Ja, das Wort honored mit O. Das ist halt die britische Schreibweise. Ja, es ist doch ein britisches Gelb, dachte ich. Oder nicht? Keine Ahnung, was weiß ich. Ich sage ja, ich vermute eigentlich nicht, weil dafür haben die zu viele Schreibfehler drin. Also ja, Grammatikfehler. Wie eine Person ist, die das gemacht hat, weißt du? Das Problem ist halt, die verwenden halt ultra komplizierte Wörter und gleichzeitig haben sie aber häufig Grammatikfehler drin. Deswegen vermute ich, dass das von irgendeiner anderen Sprache, von irgendeinem anderen Land gemacht worden ist. Und die haben sich halt einfach gedacht, wir müssen jetzt irgendwelche komplizierten Wörter raussuchen, damit das halt fancy klingt. Weil das, finde ich, das sind halt auch teilweise Benutzt Wörter, keiner aber hier. Warte, ich guck mal, aus welchem Land das kommt. Ah. You're Perfect. really quite open for a scientist. Little judgment there. Entwickler Bay Team. Herausgeber Bossa Studios. Ja, aber wo kommen die her? Oh, das gibt's auch als Visual Novel. Was? Sexy. Gibt's davon kein Wiki? Ist ja eigentlich, es gibt von allem. Ja. Hier gucken wir mal. Bay Team. Country. Ach, die sind hier auf Twitter. Dann gucken wir mal auf Twitter, was geht da so ab. Okay, deren Adresse ist zumindest UK und London. Ja gut, ist anscheinend original Englisch, britisch. Dann wundert mich halt nur echt, warum da so häufig Grammatikfehler drin sind, aber egal. Ich meine, nur weil das Studio da ist, heißt ja nicht, dass die Leute da... Ja, kann auch sein. Perfekt Englisch, I don't know, keine Ahnung, was weiß ich. Also auch egal. It's actually a requirement that in order to be a good scientist, you remain open-minded. Let me read your tarot. I knew it! I knew it! She is a star bitch! Raus, She's sofort a raus hier. star bitch! Was? Also sofort raus hier. I'm a bit thrown, that came out of nowhere. I don't know about that. Hey, Tarotkarten funktionieren, aber die sagen dir im Endeffekt einfach nur, was du im Inneren denkst. Das Problem ist... Ist halt so ein vages Ding und du musst dich selber drauf, halt... Jetzt nochmal. Tarotkarten sagen dir im Endeffekt nur, weil du das selber interpretierst, was du im Inneren fühlst.
Die geben dir halt Klarheit, wo manchmal das halt eigentlich im Unterbewusstsein ist. Das heißt, die funktionieren wunderbar, wenn man die so behandelt. Und man kann halt nicht sagen, dass einem halt die... sich darauf einlässt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Not as open-minded as you like to think then. Auf! Das bin doch ich! Jetzt nicht mehr. Ne? Na, dann mach doch alles alleine, ich gehe, tschüss. Ja, lies vor. Nein, hast du jetzt gemacht. Lies vor. Nein, ich wehre mich dagegen. Lies vor. Nein. Lies vor. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail und folgende Anweisungen, um diesen Account zu verifizieren. Erneut senden. Ich habe vorgelesen, was hier stand. That's not fair, I just wasn't expecting it. Come on, then. Yes or no? I want to know everything! So absolut der Wechsel. So von, ja, ich weiß ja nicht, doch ich möchte alles wissen! Das ist so richtig so, ich weiß ja nicht, ist ja eigentlich so ein Bullshit-Zeug, ne? Was die Leute auf der Straße und so, weißt du? Und dann so, ich will es! Ich will es! Okay, why not? I played Terror once in Uni. Ich weiß nie, wie man das auf Englisch ausspricht. Uni? Uni, I think. Nein. Uni. I think. Naja, das ausgeschriebene Wort ist University. Es könnte Uni sein, aber Uni. das klingt komisch im Englischen. It was great fun. I don't know. Oh, who me? Tarot isn't a game. Well, it is kind of. Depends on you. Of course not. Go on then. Tell me who I'm going to marry. What the fuck? That's not how it works. No. Trixie lets out a small snicker. I don't know why, but I'm starting to feel a bit nervous. The Calico cat weird. produces a pack of cards with intricate pattern on the back. Wow, that's a cool deck. Where did you get it? Soll ich meine Tarotkarten mal fragen, ob Trixie die Böse ist? Jo. Ich frag mich so, Nuti Buti wusste noch nicht mal, dass man sich die Nägel abkratzt als Katze. Sind ja auch alles keine Katzen, die sind ja eigentlich Menschen gewesen, das haben wir ja schon etabliert. Aber die haben das ja irgendwie alles verlernt eigentlich. So ist ja der Lore, dass sie irgendwie, was weiß ich... Ja, die also vergessen das viel. zumindest so. Ja. Aber die behalten halt ihre Charakterzüge. So, komm. Das ist so merkwürdig. Tarotkarten, sagt mir, ob Trixie die Böse in diesem Spiel ist. Hast du jetzt echt die Tarotkarten rausgesucht? Soll Ja. ich auch meine Tarotkarten raussuchen? Habe ich auch irgendwo noch meine Anfängerkarten, die ich in der Klasse gespielt habe. Ja, ich habe Anfänger. Digga! Ich kauf doch nicht als erstes teure Dinger, wenn ich die dann einfach irgendwo stehen lasse. Anfängerkarten. Meine sind, glaube ich, auch. Also, was macht das für einen Unterschied? Es gibt halt wie viele Karten? Keine Ahnung. Ja, meint es halt mit Beschreibung und riesengroß, dass man auf jeden Fall die Bilder erkennen kann. Es ist für Senioren. Das sind halt Seniorenkarten. Nein, das ist halt dieses Anfängerding. Zum Üben und Lernen. Das ist halt was anderes kriegst du in der Klapse nicht, weißt du? Du kriegst halt Aber Bücher, so funktioniert es nicht. Hä? Tarotkarten spielen, wie du willst. Du musst es sowieso nach eigenem Gefühl machen, da gibt es kein bestimmtes Vorgehen. Ja, da Vorgehensweise. sind halt, welche Muster du legen kannst und wie viele Karten und Platzierungen. Wir haben hier Regelwerk halt. Four of Cups richtig rum. Dann haben wir The Hanged Man richtig rum. Wunderschön. Und dann haben wir Seven of Cups auch richtig rum. Das spricht schon mal für Trixie. Dass alle richtig rum sind. Wobei The Hanged Man weiß ich nicht.
Aber gucken wir mal. Four of Cups. Blub, blub. Four of Cups, blah 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 blah, diversity meanings. Wariness, disgust, aversion, imaginary vexations. As if the wine of this world had caused satiety only. Another cup of wine, as if the fairy gift is now offered him, but he sees no consolation therein. This is also the card of blended pleasure. Ja, das wissen wir ja schon. Ja gut, also es ist halt die ein bisschen Berry hier, nicht? Mit der... Ein bisschen fragwürdig, das Mädel. Oder Junge, oder was auch immer. So, dann haben wir The Hanged Man. Die sind ja alle ineinander, die Meanings. Oh ja. The Hanged Man ist Nummer 12. Wisdom, Trials, Circumspection, Discernment, Sacrifice, Tuition, Divination, Prophecy. Ja. Die wird uns einfach opfern für die eine, die sie vermisst. Einfach so ein Tauschgeschäft. Und Seven Cups. Very favors images of reflection, imagination, sentiment, things seen in the glass of contemplation. Some attainment in these degrees, but nothing permanent or substantial in suggest. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich ist sie doch nicht böse. Die ist halt einfach nur... schlechte Entscheidungen. Nee, ja, sie ist halt einfach nur, wie sie halt ist, so wie wir sie jetzt kennen. Sie ist halt einfach nur so eine... merkwürdige Troller, ja. Ja, Naturolle mit Crystals und Tarot. So wie wir auch. Das ist korrekt. Ja. Miau, 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 miau. Krieg die Karten nicht wieder da rein. So. Miau, miau. Hast du auch so ein kleines Deck? Ja, das ist das Problem. Das ist kleines. kleines. Mal rein. Wow, that's a cool deck. Where did you get it? Murphy got it for me. He won't tell me where from. Finds the coolest things. Trixie places the pack of cards on the floor, begins waving her paws over it, and lets out a strange yowling sound. Finally, she stops and fans the cards out in front of me. Okay, your turn. Close your eyes slowly. Run your hands over the cards until you feel drawn to one. Touch it lightly. Repeat until you've chosen 3 cards. Geht also mit dem Dreier-Dings. Okay. Ja, die machen halt eine, du machst das, wenn du nur eine Karte ziehst, dann befragst du ja nur Sachen, die... Junge, ich weiß das, ich habe das gelesen. Ja, und dann erzähle ich es im Stream nochmal. Was willst du eigentlich? Also, du willst mich immer belehren, habe ich das Gefühl. Was soll die Scheiße? Ich rede mit dem Stream. Du bist nicht der einzige mit Tarotkarten. Ja, ich rede aber mit dem Stream, Mädchen. Was willst du eigentlich von mir? Ja, du redest mit mir. Es guckt doch eh keiner zu. Außer ich. Dann lasse ich mich jetzt mit dem Stream alleine. So, tschüss. So. So, also wenn man eine Karte zieht, dann bedeutet das, man nimmt, ja, sag ich mal, man stellt Fragen, die nicht von, entweder nicht von großer Relevanz sind oder nicht so weit in die Zukunft gehen. Ich kann ja nicht weg. Und bei einer, bei 3 Karten, da, warum redest du mir jetzt dazwischen? Bei 3 Karten, da, ja, nimmt man praktisch etwas bedeutendere Fragen und kriegt auch ein genaueres Ergebnis. Weil man eben diese 3 Karten zusammenfasst zu einem
ja, großen Urteil. Und da die jetzt ja wahrscheinlich über seinen, da die jetzt ein bisschen was über ihn herausfinden möchte oder er auch ein bisschen was über sich selbst herausfinden sollte, ist ja da 3 Karten die richtige Wahl. So viel zu Tarot. I consciously do as I'm told, relieved that I'm not expected to make yowling noises too. I touch 3 cards and when I open my eyes, Trixie is holding them in her paw looking thoughtful. Du bist gemutet jetzt. Und du bist dran mit Lesen. Jetzt verpisst sie sich einfach, ohne ein Wort zu sagen. Was soll ich denn lesen? Ich sehe doch nichts, du Drecksack. Ach so, weil ich den Channel verlassen habe, ist die Bildschirmübertragung beendet. Ja, du, das ergibt Sinn. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist korrekt. Ja, los, lies es vor. Ohne dass du was siehst. Very interesting. Siehst du, funktioniert doch super. Your past is a fool. Auf einmal hat sie eine ganz andere Stimme. Ich nehme das jetzt nicht mehr ernst. Kannst du vergessen. Warum? Einfach so. Nein, nimm's wieder ernst. Da muss man übrigens auch beim Tarot unterscheiden. Es gibt halt die sogenannten großen Karten und die kleinen Karten. Die großen Karten, ja, da gehört der Fool mit zu. Und die kleinen Karten, das sind sowas wie of Cups, of Pentacles, of Swords und so weiter. Die kleinen Karten beschreiben auch Ereignisse, die in naher Zukunft liegen und haben halt nicht so ein großes Volumen an Vorhersagungen, wenn man das so beschreiben darf. Und die großen Karten sind halt richtig extreme Ereignisse oder auch, ja, größere Elemente, die in der Zukunft liegen oder auch fern in der Zukunft sein könnten. Man muss dazu sagen, groß und klein bedeutet nicht die Größe der Karten. Außerdem macht es, ja nein, es ist halt von der, einfach nur von dem Inhalt her, von der Bedeutung groß und klein eigentlich. Und, ja, das wollte ich nochmal. die Sache ist, es macht halt auch einen Unterschied, ob man die Karten auf den Kopf zieht oder richtig rum. Mal sehen, ob sie darauf noch eingeht. Ich zieh dich gleich auf den Kopf, Alter. Warum sieht die so sauer aus, wenn die das sagt? Ich glaube, die sieht eher verschmitzt aus. Das ist eher so richtig hoch, hoch, hoch. So richtig so. Ja, sei doch, hoch, hoch, hoch. The lovers is in your present position. How scandalous! I wonder who it could be. Maybe my pink dildo stone. Crystal materia shit. And you have justice in your future. But will you be handing it out or receiving it? Es ist auch sehr interessant, die haben anscheinend nur mit den großen Karten gespielt, weil ansonsten wäre es ein ziemlicher Zufall, dass er 3 große gezogen hat. Aber das tun sie ja meistens, wenn sie irgendwie mit Tarotkarten in Filmen oder Spielen oder sonst was machen. Das sind immer nur die großen. Die anderen existieren einfach nicht. Ja, weil die halt kein Mensch kennt. Ist halt so, was sagen einen so 5 Kelche? Was soll einer sagen? Ja, die Bedeutung steckt ja da drin. An. Es klingt einfach wie ein Geschirrverkauf, Alter. Ne? Also, ihr Flohmarkt, hier habe ich 5 Kelche. Is that good interesting or bad interesting? There's no such thing as good and bad, really. It's all just information to help you, if you choose to listen to it.
Okay, I'm all cat ears. Are you going to tell me that I'm a bit of a fool who falls in love and gets my justice dessert? Just. Der Satz. Jetzt habe ich wieder Hunger. Ich weiß nicht. I notice that Trixie has become quiet and thoughtful as she studies the 3 cards. It feels like an age before she speaks. The position of this card represents your past. Everything that has led you to your current situation. Hat die das nicht ganz am Anfang gesagt? Ja, sie hat nur gesagt, dass der Fool in seiner Past steckt. Eben, das ist doch schon im Satz drinne. Ja, grundsätzlich schon, aber wir haben doch sowieso festgestellt, dass jeder, der da hinkommt, ein kompletter Vollidiot ist. Das ist richtig, das ist richtig. No common sense. Ach, Mann. The Fool is all about innocence and spontaneity. It's the first card in the major arcana and signifies a beginning. Aber the death card also signifies beginnings and new beginnings and... Wenn so richtig rumgezogen wird, ja. Ja. Wenn so falsch rumgezogen wird, dann ist es der Tod und das Ende. Naja. Wenn der Fool falsch rumgezogen wird, ist das auch schlechte Entscheidung. Ich habe leider noch nie Death gezogen. Es muss ja auch nicht immer direkt Tod heißen. Das heißt ja im großen Sinne auch einfach nur erstmal Ende. Das Ende von etwas. Das hab ich doch gar nicht gemeint, du Sack. Ich hätte gern neu Beginning hier. Ach. Oh, sie ist wieder depressiv drauf. Ho, ho, ho. The Fool portends? Yes. Is that a word? Yes. I don't know that word. The Fool portends important decisions ahead, which may not be easy to make, and involves an element of risk for you. It is a powerful card, not to be underestimated. So wie alle Major Arcanas. Yeah. The next position is your current situation, you fucking dumbwits. You see, we both are lovers. Romance. Can be misleading card because it suggests, oh my god, I hate it, being all about romance, but actually it's far more about making difficult choices. Like love. Love is difficult. Das stimmt aber nicht ganz. The Lovers ist sehr stark auf Beziehungen gerichtet. Wenn es jetzt auch nicht unbedingt romantische Beziehungen sind, ist es aber auf Beziehungen gerichtet. Und Decisions. Jein. Für Decision gibt es andere Karten. Wie sie zum Beispiel gerade gesagt hat, The Fool. Egal. Ist doch alles gleich. Warns that you need to consider things very carefully, because although a position outcome is more... Position. Was? Positive. Positive. I have a stroke. Outcome is more indicated when this card is present. It also reminds us that pain is seldom avoidable. Seldom avoidable. What the fuck is seldom? Das sind Wörter, die ich noch nie zuvor gehört oder gelesen habe. Doch, seldom kenne ich. I don't know. Wer benutzt denn sowas? Finally, Die Briten. we have your outcome card. Justice! All in the name of justice! This Augurs. Well, for you. Das ist auch etwas, was ich noch nie zuvor gelesen habe. Ich auch nicht. It is the most karmic?
Of the Tarot Karmic Cards. Meinen die damit Karma? Ich glaube schon, Karmic? ja. Das ist merkwürdig. Es ist Karmic. Ja, Karmic ist halt, das wäre halt in dem Fall das Adjektiv zu Karma. Ich wusste nicht, dass es ein Adjektiv wird. Ah, whatever. If you behave with Integrity. Yeah, right. Loyalty and courage, that's a word I know. You will achieve fantastic results and gain the highest possible successes. Beware, though, that the sword cuts on both sides of the blade. If you sow the seed of discord, that's a song, you will reap disharmony in your life. There's a longish pause, and I realize she's finished my reading. Thank you, that was fantastic. You're really good. What did it mean? Alter, die hat dir doch alles erklärt, bro. Er sitzt da einfach nur so. Hä? Was? Ach so, du bist fertig. Ja, wow, das war super. Und was heißt das? Ja, das ist so, okay. Und? So richtig, so hat's dir gerade erklärt. Ah. No common sense, those people. Oh really, Humi? What did I say about listening? I heard every word, I just don't know what it means. Ja, die sind alles Vollidioten. Aha. Aber das ist halt die Sache, ansonsten wird wahrscheinlich keiner auf diese Insel kommen. Das ist wahrscheinlich, dieses ganze Ausschreiben und sonst was ist wahrscheinlich sowas von suspicious, dass sie halt nur Vollidioten bekommen. Und die wollen halt auch nur Vollidioten. Das ist bestimmt irgendwo in so einer Kneipe, in so einer dunklen Ecke, weißt du, auf so einem Tisch, mit so einem Messer, der das Einschreibepapier aufspießt, weißt du? Weißt du, schreiben sie hier Adresse, Namen, Geburtsdatum, alles von ihnen auf, um den neuen Zeittest auf dieser Expedition zu werden. Das ist einfach so ein Ding, was du im Spam-Filter bekommst. Wow, sie haben gewonnen! Wow, sie haben Glück! Der letzte von uns ist gestorben. Hui. Sie haben eine neue Mitteilung von Amazon. Sie haben gewonnen. Ich bin es. Dein verschollener Cousin aus Timbuktu. Der auch noch ein Prinz ist. Euros. Alter, das ist Scam, Alter, a Scam. Then go away and think about it. Fuck off. I will. I will. Fuck off. Yes, I will. Ich dachte, du heißt David. Oh mein Gott. Nein, er heißt Meowi. I'll try. Just remember that it's all about interpretation. And listening? Interpretation, the cards, is listening. You Interpreting. Interpreting? Oh, yes. Scheiße. Interpreting, what? You need to listen to your inner voice and the cards will help you hear it. Und genauso ist, wie es Tarot funktioniert. Ist aber auch so, listen to your inner voices. They are always right. Alter, wie er sagt, I have much to learn. Yes, go on, Luke. Nutze die Macht. Alter, was ist das? Nutze dein Hirn. Also ich. And I'm happy to teach you, Humi. You fucking idiot. You freaking piece of shade. She is beaming and glowing in the strange half-light of her magical cave. The effect is quite hypnotic. Sag ja, der wurde unter Drogen gesetzt. So. Nein, das ist einfach die, hörst du nicht die Musik? Die ist halt auch hypnotisierend. Miau, 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 miau. Well. Du liegst bestimmt nachts in deinem Bett und hörst die noch so leise in deinem Ear, in deinen Ohren so schallen und du denkst so, Hilfe, warum?
Well, I shall look forward to that, but right now I have a date with a microscope. But I'm a cat. That's sad. That's sad. Soon, Humi. Soon. Einfach so kopfschüttelnd. I make my way out into the bright sunshine and take a deep breath. I'm not sure what all that was about, but I think I rather liked it. It's Tarot. Wie lange wollen wir eigentlich Dingens machen, weil ich wollte früher pennen gehen. Heute. Wir haben gerade nur ein Ding gemacht. Ich weiß, ich frag doch nur jetzt vorher schon mal, dass du nicht surprised bist. Also ich würde sagen, mindestens 2 Romans und ein Reckon, ein Researched, damit man so ungefähr bei der Hälfte ist. Okay. Mindestens. Reckon. Mindestens. Du musst weiter drunter leiden hier. Reckon 6. I can't stop thinking about those important, fragrant pink letters Zane mentioned. Was? I've got to get my hands on one. Who is Zane? Das ist der... Pink letter? Zane ist der Typ vom Steg, der Bodyguard. Ja, aber woher haben wir Pink letter? Keine Ahnung, werden wir jetzt herausfinden. Hey, ist doch bescheuert. Wir haben vorher irgendwie noch nicht die Info darüber. Das ist doch kacke. I run through the sequence one more time. I know it by heart, but I'm nervous. I've been watching long enough to be sure that the routine is just like clockwork. No deviations. Well, apart from one, and I've made that work for me. So, the boat arrives at 300 hours. No, 1300 hours. Zane, always alone, talks to the older man, Bob, who hands over the post, while the younger of the two, Joe, loads up the dolly with boxes of supplies. Zane puts the envelopes, never more than 3, into the breast pocket of his jacket. That solves the mystery of why he always overdresses whenever the boat comes in. Das ist übrigens auch so ein britischer Ausdruck, Post. Hä? Ja, die Amerikaner sagen Mail. Ja, ich weiß. Aber ich kapier gerade nicht. Wir haben halt vorher keine Info über die ganze Scheiße, die vorher passiert ist. Deswegen bin ich mega confused. Was gerade happening, bro. He then wheels the dolly to the mess tents and unloads the food supplies. Then to the lab and unloads the medical supplies. Then to the storage hut, where he unloads the remaining packages and leaves the dolly. Next he goes to Professor Purrfect's tent. If the professor is in, he hands over 2 of the envelopes, keeping the third, his puzzler, in his jacket pocket. Puzzler? Puzzler. If, however, the professor isn't in his tent, Dane makes his way back down to his chair. On the dock, drapes his jacket over the bed, das ist diese Zeitschrift, the back of it, and spends the afternoon on his puzzles before going back again, in the evening to deliver the professor's mail. Kreuzworträtsel. Ja, generell Puzzles halt. Er macht ja mal die Kreuzworträtsel. He never lets the envelopes out of his jacket pocket or the jacket out of his side. So my only opportunity would be to pickpocket the security guard when he takes his jacket off. But that relies on Professor Purrfect not being in his tent. Luckily, I've ensured with the help of my feline friends that the professor will be held during his out-of-grounds inspection. Warum klauen wir jetzt Briefe? Weil wir die interessant finden. Usually Purrfect just... Und jetzt bin ich ein wenig rassistisch. Weil wir schwarz sind. Hey, das würde doch mehr zu Polen passen, Digga. Ja, das alles auch, einfach aber... mitnehmen. Einfach alles einstecken. Morgens 9:30 in Polen. Wo ist mein Knoppers? Oh man. Usually, Purrfect just meanders around the inner perimeter of the base camp area and checks that all is well. Most days everything is, but today Kibbles and Trixie have staged a little rumpus that will engage him for just enough time to miss Zane's delivery. Ich habe übrigens was richtig Interessantes gestern gelesen. Warte mal, wo ist mein Handy? Ist das? So eine neue...
Experiment bezüglich Lesen. Und das heißt, wenn man irgendwie so Text, den Anfang oder die wichtigen Punkte des Texts highlightet, dass man viel schneller lesen kann, weil das Gehirn einfach den Rest vervollständigt. Und ich schicke dir jetzt mal bei WhatsApp. Deswegen verlese ich mich immer so, weißt du? Ja, aber lies dir erst mal durch. So wie ich lese es, also wenn ich laut lesen muss, ist einfach, ich lese halt die ersten 3 Sachen und ratter das einfach runter, wie mein Gehirn das zusammensetzt. Aber lies das mal durch, was ich dir bei WhatsApp geschickt habe. Brauchst du auch nicht laut vorlesen, einfach nur so in deinem Kopf. Ach. Oh nee, das ist ein ganzer Text. Ja, das ist aber voll interessant, wie schnell man da durchskimmt. Einfach nur, weil das ein bisschen anders formatiert ist. Aber das macht mein Gehirn doch automatisch so. Ja, es ist trotzdem irgendwie besser, wenn das halt so ist. Wie liest du denn? Also, wie liest du denn? Im Normalfall liest man halt so, dass sich das Gehirn die kompletten Dinger vorneweg durchliest und dann hinterher spricht. Das ist das normale Lesen. Aber Meinst dieses du so, Lesen... Usually. Nein. Usually, oder? Nein, im Normalfall bist du mit deinen Gedanken schon bei Just oder Mendas angekommen, bevor du usually überhaupt anfängst. So funktioniert eigentlich normales Lesen, so wie man es lernt. Das ist aber halt... Dieses Lesen ist aber so... Guck's dir doch an. Die Keypoints von den Wörtern sind halt gehighlightet. Damit man die besser processen kann. Yes. Und deswegen kommt man halt schneller durch den Text durch. I already read like this, and that's why I make mistakes. Du kannst nicht so lesen, wenn es nicht gehighlightet ist. Es geht doch darum, dass das eben gehighlightet ist, um dem Gehirn auf die Sprünge zu helfen. Natürlich liest jeder so. Alter, mein Hirn macht das automatisch, Digga. Ach egal, du verstehst es anscheinend nicht. Du kapierst mich nicht, ich bin krank am Kopf. Ich kapier dich, aber so liest jeder. Das Problem ist nur diese Formatierung von dem Text, dadurch, dass die Keypoints gehighlightet sind, unterstützen diesen Prozess im Gehirn. Und sorgen dafür, dass er besser abläuft, verstehst du? Und ich sage dir, ich lese schon so. Alter, willst du mich verarschen? Bevor ich überhaupt lese! Willst du mich verarschen? Ich sag gerade, jeder liest so. Jeder macht... Was heißt hier nein? Nicht. Hä? Du liest nicht so, wie du mir gerade beschrieben hast, dass du so liest. Okay, das ergibt Sinn. Ich lese nicht so, wie du das gesagt hast, dass man schon bei Just ist, wenn man usually noch nicht gemacht hat. Ja, und dann ist das der Fehler, warum du dich versprichst. Aber dieses mit dem, dass sich das Gehirn nur die ersten Sachen von einem Wort anguckt und sie dann zusammensetzt, das ist normal. Das macht jeder so. Aber um flüssig zu lesen, liest du dir halt erstmal den Text durch, bevor du anfängst zu lesen. Das kommt noch hinzu. Das ist der Grund, warum du dich halt versprichst beim Lesen. Ja, nein, aber dieser Prozess des... Ja, nein, aber... Nein, das, was ich dir gerade beschrieben habe, ist, dass die ersten Sachen gehighlightet sind, die unterstützen den Prozess im Gehirn, dass man Sachen halt schneller durchlesen kann. Verstehst du? Das ist schön, dass sie das so schreiben, wie ich schon lese. Das ist wunderschön. Du verstehst es anscheinend einfach nicht. Aber egal, machen wir weiter. Du kapierst es einfach. Ach, bitte lass uns einfach aufhören. Du verstehst es nicht. Ganz ehrlich, du verstehst es nicht, wenn ich dir sage, jeder liest so, dass sich das Gehirn nur den ersten Teil eines Wortes durchliest und es automatisch dann zusammensetzt zu dem vollständigen Wort. Verstanden? Jeder. Das ist so, wie das Gehirn funktioniert beim Lesen. Dadurch... Ja, nicht für die Leute, die dyslexisch sind, aber naja. Egal. Im Normalfall funktioniert das Gehirn so, bei jedem. So. Dadurch, dass das im Text gehighlightet ist, nochmal mehr hervorgehoben ist, unterstützt den Leseprozess noch weiter. Es hilft dem Gehirn, dass du noch besser lesen kannst, weil es diesen Prozess, der sowieso schon im Gehirn veranlagt ist, noch weiter unterstützt. Verstanden? Das habe ich beim ersten Mal schon verstanden, ja. Ja,
dann sag nicht, dass das macht, wie du schon liest, sondern das macht das so, wie es jeder liest, aber es hilft einem trotzdem. Jeder, der das liest, kann damit noch schneller lesen. Auch du, wenn du es versuchen würdest. Meine Fresse. So. Blah 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 blah. Brixie and Kibbles have staged a little rumpus that will engage him for just enough time to miss Zane's delivery. He is, of course, sat in his usual place, jacket draped over his chair. Hi there, Zane. 127. I suppose we're on first name terms now. I have a little something for you. Zane frowns, but does not look at me. His eyes are instead where they always are, on his crossword. I've made you a puzzle. He eyes me skeptically. A crossword, to be exact. It's pretty tricky, if I do say so myself. I created the puzzle using all of the cat's general knowledge. Major and McMurphy thought of some particularly treacherous teasers, while Kibbles and Trixie offered some great obscure pop culture questions. Snooty Booty was mostly just trying to get cat treats out of my pocket. I hand the paper to Zane, who's still frowning. This Dick's having a whale of a time. This is a joke? Oh, it gets... Wir sind wieder bei Dick Jokes. It gets harder. Dane peers over the crossword. Why did you make this for me? Well, you know how bored I get, and I like you, Zane. Zane breaks into the first smile I've seen on his face, although small and slightly uncomfortable looking. I don't have anything for you. Yes, he's warming to me. This plan is going spiffingly. Oh, don't worry about that. All I want is for you to complete it. I make my hands into a heart shape while Zane is distracted. I feel stupid, but McMurphy insisted that would be my signal for him to strike, and sure enough, along he slings cool as anything. He winds his feline body between Zane's legs unnoticed. Zane's tongue is now sticking out, and his shoulders are hunched in concentration. You stuck already? I dart a look at McMurphy to get ready to make his move. He throws me a disconcerting wink. It's not that hard, just this one about the archetypal counterpart to yandere. Oh yes, that's quite niche. Thanks for that one, Kibbles. Okay, Kibbles ist anscheinend ein Anime- oder Japan-Freak. While I engage Zane, I can see that McMurphy has already reached up, as though stretching against the chair, and nudged his nose into the inside pocket of the jacket. Alter! Oi, shoo! Get out of it! I see McMurphy scamper off and my heart sinks. Bist du noch da? Hello. Ja. Du sagst gar nichts mehr. Ich esse Chips. Anyway, I check back later. See how you're getting on with it. Zane grunts in response. I walk back dejectedly to where McMurphy and I agreed to meet after our mission was over, and suddenly my spirits lift at the sight of a little pink corner peeking out from under the designated rock. McMurphy, you're a star! Ah, there's no end to my talents. I snatch up the envelope, say goodbye to McMurphy, and head to the privacy of my tent.
I examine my trophy while the kettle boils. I'm touched by the pretty pink envelope and delicate fragrance and feel suddenly embarrassed. Am I prying into the professor's love life? What has gotten into me? Getting notions of secret goings on and subterfuge. I'm about to put the letter back when I'm overwhelmed by curiosity. I wonder who the professor's secret love could be. What are they like? Women? Men? Other? Before I can contain myself, I have steamed open the flap and am peeking inside. It's not at all what I expect, and my previous suspicion come flooding back. This paper is in stark contrast to the pretty pink wrapping. It is a typed message on white paper. Percival, I've been informed of your latest subject. I would rather hear about such things from you personally. It would not be wise to take my silence for authorization. Please keep this in mind for future transactions. I will let this indiscretion slide, but if it is ever repeated, I will have no choice but to deal with you the way I dealt with 124. Also praktisch der Kandidat vor Changas, weil wir sind ja jetzt 127. As for the project case study number 6 is aesthetic, please act accordingly. P103 has been unsuccessful. Avoid any further investigation. Lab 09 has received the newest batch. Protocol to begin on the 8th. Finally, I trust your new assistant has arrived, is proving to be more helpful than the previous one. We seem to have had a run of bad luck in that particular area. As you know, I do not abide bad luck and will expect a reversal of fortune post-haste. Faithfully yours, 7. Okay, und warum ist der Envelope pink? Anders wäre der vielleicht weniger auffällig. Weil sie die Dame ist, Alter. Sie ist einfach die Lady. Aber ist auch gut. Der Professor heißt also Percival Pauper. TP. Haha, Pipi. Romance. Fluffy but is again heartbroken. Meow. Ja, darauf habe ich gewartet. Hä? Miau. Ach, die Mucke. Miau. Miau. Come on, Miau. Just straight. We'll have to go back before we even get there. I'm not built like you, Trix. Not yet anyway. You need to cut me some slack. These cliffs are hard going. Gehen wir wieder zu den bunten radioaktiven Pfützen? I'm taking an extra long lunch break today to go scavenging with Trixie. Having realized I'm the only member of the family not to be represented in rock form, she's become obsessed with finding my crystallized doppelganger. I'm both flattered and unnerved at being a member of a cat family. I try not to overthink it. Can we take 5 so I can catch my breath, please? It's okay. We're here. Just over this edge. Look. I'm gonna push you down. Schon wieder ein neues Bild. As I catch up to Trixie, I instantly see what she's referring to. As soon as my head gets above the cliff we're climbing, I'm confronted with a kind of rock basin. It's almost volcanic looking, as though something huge once fell here and left an almighty indentation. Aha, aliens. What is this, Trixie? Jump down. It's perfectly safe. You're gonna die. The nimble little cat has made it down to the plateau in a couple of swift leaps and is looking up as though encouraging a child into a swimming pool. It's easy. Just spring up and glide down to your death.
For you, maybe. I'm not less a cat than you might think. I'm a lot less cat than you might think. But as I stumble around, I find it surprisingly easy to find my footing, and my legs feel springier somehow, taking me higher than I expected when I jump. The landing feels soft and sure-footed. Maybe all of this island exercise is making me fitter. Miau. Ich hasse es immer. Miau. Meine Nasen sind zu, Alter. Miau. Meine Nasenlöcher. Ich habe mehrere Nasen, ja. Bravo! Maybe you're a lot less human than you might think. Well, now, yes. When I've stopped feeling pleased with myself and take in my surroundings, I have to catch my breath. I feel as though I'm standing in a prehistoric time warp. Where are we? What is this? Ha! Close your mouth, Humi. The lucid tiles will get in. Lucelids? Keine Ahnung. I don't know what that is. Also entweder Lucelids oder Lukelids. Fliegen, Staub, was soll das sein? Ja, irgendwie sowas. The what? The what? Ah, er fragt auch. Ja. Never mind. Let's get some of this and dodge for the high road. Some of the expressions you use, Trix. You do make me laugh. Were you born on this island? She's clawing at the rock like it's a scratch post. My parents brought me here in 1976. Bitte was? Alter, wie alt ist die? Das ist 50 Jahre her nach dem Spiel. Sheesh. Really? Wow, do you remember? No, the last one told me. You mean the person who worked here before me? How did... But I'm silenced by her abrupt interruption. Thanks for the help. Miau. Meow. Ich kapier nix, Alter. I realize that I've done... Zeit da stehen geblieben, ey. I've realized that I've done nothing and jump up to see what I can do. But Trix seems to have what she came here for. Take this. It's a shard of black and silver. Hold it in your hands and feel the character. Try to blend with it. Do as I'm told, but tutorial hier. I do as I am told, but the only thing I feel is foolish. I'm not sure, perhaps I'm not very rock-like? Mineral. Yes, every rock is a mineral. Wie sie sauer wird, Alter. Das ist ihr richtiger Charakter, ja. Hier zeigen sich ihre wahren Seiten. Sorry. Okay, leave it. We will have to try again elsewhere. To be honest, human, I'm running quite low on ideas for you. Nimm doch einfach... I feel guilty that ein Stück Scheiße. I feel guilty that I'm so difficult to place and wonder if I should try to make it better. Aber ein Stück Scheiße ist kein Mineral. Kommt drauf, was du gegessen hast. Nee. Solange du keine Steine gegessen hast, ist das, glaube ich, kein Mineral. Und wenn das so hart wie ein Mineral da rauskommt, dann weiß ich auch nicht. Hast du andere Probleme. Es kann ja versteinern im Laufe der Zeit. No, let's not quit so easily. Trixie flashes me a look. I've put quite a bit of effort in. Actually, Humi. Was denn? Du bist mit mir nur hier hingelaufen. I know, you've been amazing. I really meant... Was? I really meant myself? I've been a bit of a passenger with this so far, and I think it's time I made more of a commitment to it. Trixie looks much brighter. Really? So sweet of you. Now get your ass back in this hole. Absolutely. You sit down and take a break. I've got this.
Trixie nuzzles down into a patch of wildflowers and watches me intently. I have absolutely no idea what I'm meant to be doing, so I start improvising, all the while watching her little cat face for clues as to how I'm doing. I crouch low to the ground and hold my arms out open. Open palms face down. I'm imagining they're fleshy metal detectors. I hover them about an inch above the ground and make large sweeping arcs. It seems to be going okay, and I'm rather pleased with myself. Trixie is smiling and nodding encouragement, clearly convinced by my little charade. Then I make the mistake of closing my eyes because I think it will look more authentic. No, I can't see what Trixie is doing, if she's even looking at me. I decide to wrap this up. Oh? I've stopped mid-flow, as though I can feel something. What gives, Humi? You found something? Her voice is very close, so I can't risk opening my eyes now. Instead, I lower my hand and feel about for something, anything. I believe I have. My hand has settled on a small stone of some kind, which I grasp in my fist. Yes, definitely, this is me. Let's see it then. I open my eyes and my fist and am disappointed to see a very ordinary piece of rock, indistinguishable from all the others around this basin. I cringe, but I am committed to it now. That's interesting, not at all what I was expecting. So you're sure this one is you? Hang on a minute. I try to look serious and focused the way Trix does when she's doing this stuff. Yes, I'm definitely getting something. There's a sensation. Something's changing. That'd be the size of your nose, Humi. Huh? How stupid do you think I am? What? I don't... You can stop the charade now. But I am feeling... Nothing. Humi, put that bit of rock under your hand for you to pick it up, and we were faking. I can feel my face burn red. I am mortified. Trixie, I'm so sorry. I didn't mean to. And I know what you were doing. It was sweet in a way, but you don't need to pretend with me. This is very real for me, and it really doesn't matter if anyone else gets it or not. Hä? Get it. Get it now. Hä? Get it in Ruhe damit. I. Das ist I, get it. Warum ist das? Das ist kursiv geschrieben, weil es hervorgehoben ist. Es sagt halt I, get it. Sieht aus wie ein Trennungsstrich oder so. Es ist halt ein kursives I. Das ist richtig komisch. Das ist halt so, it really doesn't matter if anyone else... Ja, aber sie sagt halt einfach so, it really doesn't matter if anyone else gets it or not, I get it. Ich finde das scheiße. Das ist doch ganz normal, dass kursiv geschriebene Sachen hervorgehoben werden. Ich mag die Schrift, das Schriftdingensbums nicht. Die Schriftart. Ist ja was anderes. I feel so shallow. Yeah, I guess you would. Heyo. Warum hat sie jetzt auf einmal Heyo oder? And with a derisive snort, she's bounded off, leaving me to find my own way back to camp. Frage ist, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ist es gut gelaufen oder? Ist doch scheißegal, wer Katzen. Nicht für das gute Ende. We had a lovely ein gutes Ende? Ja, wir müssen ja mit allen Katzen ein gutes Ende haben, damit die gesamte Story gut wird. Ansonsten kriegen wir ein neutrales Ende, sehr wahrscheinlich. You know. You had a lovely nap and wake up feeling revitalized. Your energy has been restored. Magic!
Research. Research 1. The professor has assigned me to work on a special subject. I wonder what he means by that. David Meowi, I have a very important job for you today. It's quite a tricky one, but you've proven yourself to be very capable, and I'm certain you can handle it. Follow me. I have a little lady I'd like you to meet. The professor leads me to the research lab in the forest, but instead of going in, he takes me to an area around the back. Guck mal. Da ist der Special Character, der letzte. Ja, schisch, Alter. This is our brave little nugget, Ravenpaw. She has to be isolated over here. Don't you, Missy? Ja, die von, Dings. Nee, ja. die Sis, Alter. Ich nenne die jetzt einfach Ravenclaw. The professor reaches into the cage, which is stood on the table, and picks up the tiny black cat that's sleeping inside. Ooh. Such a good girl, aren't you? We keep her here, away from the others, because the poor thing is very unwell. Can you see this nasty rash? Professor Purrfect holds out one of the cat's paws for me to inspect. It's red and swollen. Ravenpaw looks at me with her big, watery eyes. One blue, one brown. They are probably watering because of the medication she's on, but it makes her look as if she's pleading with me. She doesn't seem to be able to eat without assistance either. Poor thing. We've been treating her as best we can, but I'm not sure if she'll make it. Perhaps not even to the end of the week. The professor lets out a sad sigh. I have my fingers crossed though. We don't give up on any of these cats. Do we, Ravenpaw? No, we don't. We're going to try and to get you all better. She's such a pretty cat. Her eyes are enchanting, aren't they? She's a very pretty cat indeed. And she knows it too. You can tell. You know what a pretty thing you are, don't you? Ach nein, das ist kein Cheating. Es bleibt ja in der Familie. Ich meine, die sind ja nicht wirklich Geschwister. Die nennt ja auch Auntie und Onkel und was auch immer. I reach out to stroke Ravenpaw, but he struggles away from my hand. To strike. I strike her. Bruh. Oh, she's getting cranky. I think we've kept Grumpy Pounds here awake for long enough. He puts her gently back into the cage and locks it shut. Ravenpaw seems to fall asleep instantly. I hope I didn't distress her. Of course not, David Meowi. She's usually very wary of humans before she gets to know them. When I first found the poor thing on the beach, she almost scratched my eyes out, in spite of the terribly fragile state she was in. Professor smiles at the memory. Such a little trooper. She was half dead at first. She's gotten a lot better since then. I honestly wouldn't be surprised to see her pull through this. Weil erst sagt er, sie macht es nicht bis zum Ende der Woche und jetzt sagt er ja auch doch, die schafft es. I do hope so, Professor. Quite. Now the reason I've brought you here is because, regrettably, I won't be able to see to Ravenpaw personally any longer. It's a pity, as she is so used to me now, but there's nothing for it. I have been given an extra workload recently, and I need to share out a few of my other jobs to accommodate it. I thought you would be the ideal person to look after Ravenpaw for me. I'm taken aback that the professor has trusted me with such responsibility. It's quite flattering, until I remember that he doesn't have much choice, me being the only assistant on the island. The only assistant that isn't a cat, yes. Every day she requires a change of dressing, a dose of medication, some cream rubbed into her rashes, and a syringe full of some nutrient milk.
This can be... She's naked. This can be quite distressing for her. So, ich glaube, das ist eher so, eine andere Location oder so. Damit sie mal ein bisschen was anderes sieht. This can be quite distressing for her, so I'd like someone with a nice and patient manner and a certain tang to whiskey to take over from me. Would you be interested, David Meowi? Of course, sir. I'd love to help out in any way I can. That's what I'm here for. Oh, splendid! I'm so glad. I think you and Ravenpaw will get along famously before too long. She has such a sweet nature. I look forward to it, sir. Could you start now? Oh, of course. Tip-top. I shall be in the lab if you need me for anything. Please don't be afraid to give me a shout. I'm terribly sorry to burden you with this so thoroughly, but I have such a lot of work to do right now. Oh, okay, Professor. I feel a little apprehensive as I watch Professor Purrfect retreat into the lab. I didn't realize I'd be expected to do everything right now, without training or anything. I remind myself that this isn't like an ordinary lab back home. I must try to adapt to the higgledy-piggledy way things are done here. I take a deep breath. Change her dressing, I can do that. Hello, pretty kitty. I'm very sorry, but I have to disturb you. The small cat lets out a sad meow as I lift her out of the cage. Oh, I know life is unfair. Now, where are your dressings? I put Ravenpaw next to the cage on the table. She lays down compliantly. She obviously knows the routine. She has a large bandage on the side of her ribs. Ah, das ist mit Dressing. I begin to gently remove it, trying hard not to pull on her skin too much. Well, I suppose if we are going to be doing this every day, we might as well get to know each other, right? So, hello, my name is David Meowi, and I'm quite new here. I know your name already, Ravenpaw. Nice name. I bet the professor named you. He certainly knows how to pick them, doesn't he? The cat tenses as I remove the last of the plaster and reveal a scar on a patch of bare skin, where the professor has shaved her for surgery. Oh dear, that scar looks very tender. I should clean it. Is that right, Ravenpaw? Let me look. There are some drawers under the table, and I quickly find some antiseptic gel and cotton pads. Now, Ravenpaw, I'm going to level with you. This is going to sting a bit. But please don't take it out on me. I'm doing this for your own good, okay? Trust me, you do not want the scar to become infected. That would be disastrous. The cat stays perfectly still while I wipe at her scar. She doesn't even make a sound. I have to say I'm impressed and a little disquieted. Wow, you're a brave girl, aren't you? Well done. When I was a child, I cut my arm on some thorns and had to have antiseptic put on it. As I remember, I screamed the house down. I carefully put on a clean bandage, trying hard not to stick it into her fur. I suppose the medication comes next, doesn't it? What do we have here? I look through the drawers and find a box of pre-filled syringes labeled catatonic. Oh, I presumed you'd be taking tablets. But of course, the professor said you have trouble with solids, don't you, poor thing? Okay, same thing as last time. Don't shoot the injector. Ehrlich gesagt sieht sie mit diesen Ohren auch ein bisschen aus wie ein Hund, ey. Ein etwas schmal geformter Hund. Oder so ein Mischding aus einem Hund und einer Katze. I hold the skin on the back of Ravenpaw's neck tight and go to inject it quickly to get it over with, but the syringe is stiff and it takes a lot longer than I'd expected. Again, the little cat makes no response. Doesn't move a muscle, almost as if she can't feel it. Good girl, gosh, you are so tough. You know, I bet you and McMurphy would get on like a house on fire. Ravenpaw's ears prick up as if she's heard a rattlesnake.
McMurphy's one of the coolest people. I mean, I was a little worried at first, but he has that Irish charm that's so hard to resist. The tiny cat head spins to look up at me. Willst du die lesen? Do you know he's Irish? My heart lurches into my throat. Have you got it? You have, haven't you? You're sick. You've got the sickness. Down with the sickness. I have a million questions running through my head, but I am unable to speak. Hä, warum? Du hast doch schon vorher mit Katzen gesprochen. Listen to me, human. You must help me. I suddenly jolt to my senses. I'm trying to help you, Ravenpaw. Please, don't use the cream on me. Burns. It has given me these red patches. I know it hurts, but I have to rub it into your wounds. Those red patches will get dry and itchy and even infected otherwise. No, please. I beg you, human. That stuff doesn't help. It doesn't. It hurts. I know it feels that way, but it's helping you, I promise. The professor has been caring for you so thoroughly since he found you. I'd get the sack if your treatment went downhill now. That man has only ever hurt me. I'm taken aback. The professor cares for you very much and only wants you to get better. The cat turns her face away as if she's given up hope. It pulls at my heartstrings and I pause for a moment. Also wenn alle Katzen einfach nur Testobjekte so. Okay. Make-up und Cremes und. I'm taking a big leap here. I'm going to give you 5 days without this cream, and if I see any deterioration in your condition, it's back to strict regime for you, Missy. And no complaints, deal? Thank you, human. Secret Desires. Achievement unlocked. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du es auch gesehen mit dem Secret Unlocked? Nö. Oder nicht Secret Unlocked, sondern... Nö. Achievement. Ja, weil das bei Steam ist, das sieht man im Stream auch nicht. Ja, New Unlocks, Research 3. Du weißt, dass wir im nächsten Playthrough ultra scheiße zu allen sein müssen. Weil. Naja, weil das die anderen Enden sind. Machen wir hier erstmal Pause oder noch weiter? Erstmal Pause. Ich leg mich hin. Quit. Mit meinen Pussys. Ne, warte, ich zeig dir das einmal hier kurz in dem Endings Found. Das ist ja Love Drunk und Dry Drunk. Das ist halt das schlechte Ende mit McMurphy. Ja. Und Major Hit, Major Letdown sind halt auch die guten und die schlechten. Ja, aber ich dachte, mit Plane ist durch. Ja, natürlich. Und im nächsten Playthrough müssen wir danach voll scheiße sein. So meinst du das? Ich dachte, du meinst beim nächsten Charakter. Also Kibbles ist anscheinend voll der Weep und Nerd. Scheint so. Wenn er weiß, was ein Yandere ist. Yandere. Yandere. Ja, und dann werden hier das halt seine Achievements sein. Single Player und Player 2. Denke ich mal. Jo. Macht Sinn. Ja gut. Dann wäre es auch erstmal heute für Perfect Date mit den Wildschweinen als Herzchen. Und ja. Bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht und bis zum nächsten Mal bei Perfect Date. Putzt immer eure Zähne, bye. Bye bye.